Es hat sich ausgebobbt. Is Ciccarello really famous in Germany? Do you know who Bob Ciccarello is? Gewinnen kannst du das Ding auch nicht, weil der Bob Ciccarello macht mit. Ich sag's dir, es fühlt sich schon kurz wie Off-Season an gerade. Ich katapultiere mich jetzt ins Delirium, sag Prost und auf ein geiles Training heute. With just goon lighting this morning. No, be putting that in the video. He learned something in New York though. Yeah. Because they grew since last year. Die Veränderung zum letzten Mal, die ist so gravierend. Was wäre, wenn 6 Kilo mehr Muskeln, könntest im Schwergewicht keine schlechte Figur machen? Das ist ja überkrank. Was spricht denn da dagegen? Mach's doch. Wird vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein Schock sein. Ich wechsle ins Schwergewicht. Aber ich hab's gewusst. Hoch mit, noch einer, Schwung, 7, einer, letzter, 8, komm, mal. Drücken wir durch. Alter. Jetzt geht's zum Olympia. Warum siehst du so gut aus morgens um 5? Was passiert mit der Frau? Er lügt nicht. Die wird ja immer geiler. Wunderschönen guten Morgen. Tag 2 aus Vegas. Wiz Khalifa um 5 Uhr morgens. Stefan kommt gleich rüber. Übliches Prozedere. Ich bin heute nochmal leichter, obwohl ich gestern mehr Kohlenhydrate hatte. Also ich bin gespannt, was Stefans Plan ist. Ich fühle mich auch ziemlich flach, aber das ist okay. Ich meine, der Mann wird schon wissen, was er macht. Wir wollten gestern eigentlich abends UFC gucken. Ich war noch drüben bei Matze, David und Stefan. Wir haben noch für Rap One was aufgenommen. Ziemlich langes Interview, auch ziemlich cool. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich habe aber gesehen. Ich wurde auch schon gespoilert. Ja, Bro, Handy aufgemacht, direkt Pereira Knockout gesehen. Ja gut, aber das schaffen wir noch zusammen. Mhm. Also, wenn nicht zum Octagon-Event, dann auch mal zur UFC zusammen zu gehen. Ja, geschlafen habe ich gut. Gerücht habe ich nicht, aber mein Kaffee gibt es gleich. Dementsprechend, der Bär ist auch frisch rasiert. Alic hat wieder tolle Arbeit geleistet. Und ich freue mich wieder auf den Tag. Ich habe seit gestern so maximal Bock auf jeden Tag, ich schwör's euch. Also gestern Abend lag ich im Bett und dachte mir nur, ey geil, heute kriegt ihr einen Einblick auf jeden Fall ins Rückentraining, was ansteht, im New Tech Gym, ziemlich geiles Studio hier neu aufgemacht. Wir gehen zu Jay rüber, gibt es eine Podcast-Episode, könnt ihr mal ein bisschen behind the scenes sehen, was da so abgeht und ja, lauter wilden Shit auf jeden Fall. Und ich sehe schon, die Videos kommen gut an, deswegen dicker Dank an der Stelle. Jetzt werden erstmal die Supplements eingenommen, die nüchtern Subs, wie auch jeden Tag und dann starten wir rein. Qual der Wahl, Niki. Aber, da ich den nicht daheim habe, Stefan kann ich eigentlich auch gleich einmachen. Morgen. Wisst ihr überhaupt, dass das historisch ist? Ich bin schon 2 Tage in Amerika und habe keinen einzigen Burger gegessen. Hallo. Du hast mich ja schon mal netter begrüßt. Ja, du hast mich so böse angeschaut. Gar nicht. Ja. Fisch. Selber. Danke. Ich bin geduscht. Ich riech's übergut. Alter, ich hab das geilste Duschbad ever. Das ist ein Duschbad. Das beste Duschbad der Welt kostet $13. Du riechst so gut. Schon, gell? Dr. Scotch. Und fühl mal meine Haut, fühl mal. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Du hast nicht den krassen Flug-Day-Drop gehabt, wie du sonst hast. Weil normalerweise hast du oft 1,5 Kilo verloren oder 2. 2 habe ich verloren. Waren es 2? Ja, doch. 118 auf 116. Für die Leute, wie kann sowas zustande kommen? Das ist ja immer grundsätzlich, machen sich die Leute ja immer Angst, wenn man Gewicht verliert.
Muskeln schießt mich tot. Oder Fett wäre ja schön auf der einen Seite, Muskeln wäre traurig. Beides ist nicht der Fall der Realität. Sondern es sind Wasserverschiebungen. Umso mehr Wasser man im Körper hat, umso mehr Muskulatur man hat, umso größer können diese Verschiebungen sein. Und wie ja alle wunderbar gesehen haben, bei dieser Offenbach- und Italien-Geschichte, die wir hinter uns haben, kann man beim Urs sehr, sehr gut mit dem Wassergehalt im Körper spielen. Sowohl in die eine Richtung, wie es damals bei Klassik notwendig war, so wie auch in die andere Richtung, wie es im Bodybuilding notwendig war. Wichtig ist nur, dass der Körper nicht zu lange zu ausgelaugt ist, weil dann ist es schwierig, ihn wieder zum Leben zu erwecken. So periodisch dazwischen einmal 1, 2 Tage in beide Richtungen sehr hoch rauf oder sehr hoch runter sind komplett irrelevant. Ja, ich muss die andere Schulter sehen. Ich weiß nicht, ob du irgendwie sehen kannst, wie weit du dich drehst, damit ich die sehe. Aber ob du dich an irgendwas festmachen kannst, weißt du? Auch so. Okay, ja, genau. Diagonale, weiß ich. Ja, Oder oder ich darüber gucken kann. okay, perfekt. Oder die Schulter im Verhältnis zu dem Bein oder so. Aber merkt ihr da irgendwas, dass das beim ersten Mal drehen geht? Mach gleich noch einmal. Ja, das stimmt. Und schön Zug am Bauch und Obliques. Genau. Wie lange hast du gestern trainiert? Gar nicht so lang. Jay war auch richtig intelligent, muss man sagen. Sicher nicht lange? Nee, wir waren 2 Stunden im Gym, haben 1 Stunde trainiert. Das kann es natürlich auch sein, weißt du, wenn man jetzt noch vermehrten Output hat oder so und generiert. Und war wirklich easy. Der war wirklich wie du. Der hat so gesagt, so und jetzt lass es. Bring nur ein bisschen Blut rein, aber forciere jetzt nichts, mach keinen Scheiß. Geh, ganz bestätigen. Das war wirklich, ich hatte das Gefühl, sie trainieren gar nicht richtig. Ja. Was wahrscheinlich ein gutes Zeichen ist. Dann ist es richtig. Was ist heute? Sonntag. Nein, Programm. Back. Rüge Bizep. Aber jetzt generell, ihr kennt ja die Trainings. Blut durchpumpen, Kontraktion ein bisschen halten. Also wirklich nicht zu leer machen jetzt. Aber wir sind auch genau an dem Spot, würde ich sagen, wo wir hin wollten. Wir beide finden die Mischung aus Italien und Offenbach ziemlich geil. Tendenz mehr Italien, so was die Fülle angeht. Und dementsprechend, die Stefan vorher richtig erklärt hat, wollen wir jetzt auch nicht den Junge so tot prügeln, dass wir den nicht mehr zum Leben erwecken können. Und dementsprechend, ja, müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir uns da gut einpendeln. Härte ist da, Form ist da und an der wird es auf jeden Fall nicht scheitern, sondern die Konkurrenz hat mehr Muskulatur, die wir jetzt auch nicht herzaubern können. Aber wir können halt optisch eher ein bisschen, wie soll ich sagen, minimal auch Härte einbußen für einen volleren Look. Und das ist, was ich in Italien ziemlich geil fand, wo ich mich gut gefühlt habe. Gutes Feeling ist gleich mehr Selbstbewusstsein, mehr Confidence auf der Bühne. Und ja, dementsprechend schauen wir, wie es hinkommt. So, Frühstück. Frühstück. Stefan, was machst du? So schon. Wer? Die Italiener. Ach stimmt, ja, ich habe es bei Barbara gesehen. Stefan, willst du nichts essen? Die haben nur so Huhn und Fleisch. Nee, da gibt es auch Pizza. Nein, die sind noch eingefroren, da ist extra Fett drauf, die darfst nicht vom Tiefkühler in die Mikrowelle nehmen. Ich esse Banane.
Habe ich gerade auch machen wollen. Gibt es hier keine Schokoriegel? Ich bin gesund jetzt. Neues Leben. Wie? Ich habe noch immer keinen Burger gegessen. Ich bin seit 2 Tagen hier. Ich ernähre mich von Hühnerbrust im Moment und Killer Bread Bagel. Woher kommt der Shift auf einmal? Ja, ich bin schier und fett. Geht's wieder los, Baby. So halten wir jetzt hier hoch. Alices Playlist. Also checkt auch mal Alices Instagram-Account ab und guckt ihre Highlights an, um die Playlist abzuchecken. Big move, big time, big champ. Let's go. History is here. Let's go. Hell yeah. How you doing? All right, all right. I like the shirt. Oh, thank you. Look at the shirt. Mike Tyson, go. Represent. Yeah, yes, sir. So, ein neuer Tag in Vegas. Neuer Tag, neues Glück, sagt man so schön. Heute vor dem Coming Soon, a.k.a. dem New Tech Gym, was offiziell morgen aufmacht. Wir haben aber das Vergnügen, so wie einige andere Olympiathleten, heute schon hier drin trainieren zu dürfen. Stefan erwartet uns drin, vielleicht auch ein paar bekannte Gesichter, die man so kennt. Und deswegen wird Alice hier ein Schultertraining zu meiner Linken und ich mit Stefan zusammen ein Rückentraining absolvieren. Morgen geht es dann wieder in den Gym bei uns ganz in der Nähe, weil dann steht nur noch Brust an und wie ihr wisst, Brust und Schultern kann man eigentlich überall trainieren. Dementsprechend kosten wir hier nochmal das geile Equipment aus. Ihr wisst ja mittlerweile im Gerätebusiness bzw. Geräteliebhaber geworden. Und ja, schauen wir mal an, vielleicht gibt es das Atelier daheim dann auch wieder Nachschub. Aber wir gucken mal. Es sind knackige, was soll es haben, 30 Grad? Gefühlt 45. Schon kühler heute. Ja. Mega warm, Mann. Dafür schwitzt du ordentlich. Ich schwitze gar nicht. In der Näschen. Also gehen wir rein. Zu den Schuhen gibt es auch, das waren so die OG-Schuhe 2014 oder so, wo ich angefangen habe zu trainieren. Riderwear hießen die da aber noch. Die hat so jeder ambitionierte Bodybuilder getragen. Ich fand sie immer absolut hässlich. Hätten wir die niemals geholt, aber ja, so ändern sich die Klamottenstile. Der Stil ist auf jeden Fall cool, den wir halt rocken, oder? Leider schon alle ausverkauft, aber uns freut es natürlich. Die Frau dahinter, ihr müsst mir keine Props geben, sondern ihr. Hat da auf jeden Fall den Laptop blühen lassen. Chefin. Sag nicht immer Chefin zu mir. Aber du bist die Chefin. Nein, Klar, bin ich gar nicht. natürlich. Also, ich weiß gar nicht, wo hier der Eingang ist. Irgendwie ist es ein bisschen Geh da durch die Glastür. Gladiatorenmäßig. Ich gehe hier rein. Kennst du die Fell-Videos, wo die in die Scheibe laufen? Boah. Also was mein Auge hier schon... Boah, krank. Was soll ich sagen? Ich glaube, wir müssen Montag hier wieder zurückkommen. Also nicht morgen, sondern der Montag nach der Show, weil... Fuck, sind das geile Geräte. Jo! Ware! Was geht ab? Drugs, baby. Und ich glaube... Das ist wie Anti-Drugs. Ja, die Anti-Drugs. Das war Hier, Shoutout, by the way, für alle, die ihn nicht kennen. Leo hat mich gecoacht 2019 zur Pro-Card tatsächlich. Also es war Aber es hat nicht viel Bedarf, weil der Junge macht, was man sagt. Ja. Talent hat. Ne? Wilde Zeiten, aber ist auf jeden Fall jemand, der schon Ahnung hat. Ja, letzter Platz beim Olympiawürste. Ne? Ja, aber jetzt, wo ich Ahnung habe, kann ich das sagen. Geil. Aber es ist ein gutes Omen. Weil wir haben gestern, ich habe mit David was aufgenommen abends und davor haben wir mit Jay trainiert. Und beide waren nicht geplaced bei ihrem ersten Olympia. Also wenn, ich sag mal so, den 15. Den Trade würde ich machen, einen Dennis Wolf und Jay Cutler Trade, wenn man von nicht platziert auf die Jahre danach auf 3 und 2 kommt. Bob Ciccarello hat gemeint, ich habe gestern mit ihm einen Podcast gemacht, er meinte, nächstes Jahr sieht er dich in Top 6 und in der Zukunft sogar, dass du gewinnen könntest.
Bob ist halt mein Mann. Das hat sich ausgebobbt. Nee, bei ihm halt, bei dir bobbt sich jetzt ein. Guck mal, da hinten Legenden an der Wand. Cool. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for competing in Open. Let's go, baby. The Open. You return to Old Open. Thanks so much. Can I get a picture for you? Yes, man. Thank you. Where are you from, Brazil? Yeah. Nice. Schneidest du aber raus, sonst krieg ich daheim auf die Fresse. Who's this guy? Oh, good, bro. Completely different, Bro, you're looking different fucking guy than I insane. see. Thanks, brother. You I too. got like a sneak peek. Ah, you cheater, bud. Yeah, you know him. You also got one. It's only That's fair. the It's Uno only reverse fair. card. That's only fair. But it looks fucking amazing, bro. Thanks, bro. Just keep digging for a couple more days. So see what You else don't we get can- flat at all. Today it's kind of It's little the flattest I've ever been in my Yeah, life. but for me it's like you could like give him 3 more 0 days and it's still like the black it genetics will in be. you. I think after tomorrow will be pretty flat. This here I'll show you this morning with just goon lighting this morning. No, don't be putting that in the video. That's the flattest you've probably seen me. Yeah. You can actually see that it's Yeah, but flat, but not. That's It's like still real- round. That's how I look full. How you feel though? Good. I get 700 carbs today, like, fuck and then, you, on, guy. then we have a 3-day 1,000 gram of carb load in front of us, but somehow my body needs it. I don't know. You should. Maybe because of the past 4 years of suffering. 100%. 100%. So it's cool, you know, like it's fun. Just don't have like a cap you need to look, just create the best look Be the you best, want to be achieve, you the know. best bodybuilder you can be. Yeah. Sometimes Amazing. that's also hard. You Yeah. know, that's why it's been a different for me to find this. True. I need to just chase being fucking peeled out of my mind, but it's No, you now are, it's like- a good place to be. So Yeah. I'm excited to see what it all does together, bro. And Sure. I'm fucking pumped that me, you, and Gonna Brad be get in to it. all Yeah. do it together, bro. We talked about All it 3 of us. 4 years ago. Man, So that's crazy. Crazy. Junge. Ich sag's dir, es fühlt sich schon kurz wie Off-Season an gerade. Weil ich habe so einen guten Vibe, es macht so Laune. Und vor allem, wenn ich den Mann hier sehe. Können wir schon wieder mixen? Ja, das ist der neue Crank Olympia 3.0. 3 Punkte sind wir mittlerweile schon. Alter, die Zeit Du verfliegt. darfst den nicht nehmen. Warum nicht? Ja, weil du dann ultrahibbelig wirst. Was? Du wirst dann hibbelig. Ja, hibbelig ist super. Morgen früh gibt's keinen Kaffee, sondern 2 Scoops davon. Aber gute News für euch, denn ab morgen könnt ihr euch einen Wecker stellen. Beginnt nämlich die Olympia Week. Das heißt, es sind nicht nur 25% auf Bestseller und extrem geile Rabatte, sondern auch das Baby kommt raus. Und da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen und euch selber ins Olympia-Fieber katapultieren. Ich katapultiere mich jetzt ins Delirium, sag Prost und auf ein geiles Training heute. Rücken, Bizeps. Dass wirklich die vordere Schulter, der hinterste Punkt dann wird, gell, dass du nicht einknickst. Dass man das nach oben schiebst Richtung Himmel. Ja, genau. Brust Richtung Himmel. Ja. Geil. Geiles Studio, also guter Vibe. Bin auch froh, dass wir heute nochmal Rücken machen und nicht zum Soft-Opening morgen kommen. Weil ich glaube, dann ist die Hütte voll. Also heute ist schon schwierig mit in Ruhe trainieren. Ist auch ganz krass tatsächlich. Es hört sich jetzt nicht abgehoben anhören, aber um mit anderen Leuten zusammen zu trainieren. Weißt du, ich muss ja, das ist ein bisschen Reizüberflutung, weil du nicht mehr diese Isolation oder den Dennis einfach nur hast, mit dem du trainierst.
Juri, gehen wir weiter. Oh yeah. Bombe, da kannst du einen Nagel einhauen mit dem Lapp. Ich habe jetzt gerade eine brillante Idee für ein Partner-T-Shirt. Lehn dich an vorne. Das muss man schon beidarmig. Nein, nein. Einarmig besser. Of course, my man. Nicht mit dem Nacken. Ja, mich. Ja, okay. Cool, oder? Thank you. Und das, meine Freunde, sind immer die komischsten Momente. Also wie reactest du, wenn einer sagt, ich mache jetzt mal ein Bild von dir? Und du stehst so da. Ich frage mich eher, warum? Ja, und für welchen Zweck dann? Macht Spaß hier, sich ein bisschen auszuprobieren, Alter. Gerade auch schon hier gesagt zum Homie. Ich fühle mich gerade wie so erst mal im Studio, der irgendwo so Probetraining macht, weil ich nicht mal wusste, wie man die Maschine verstellt, Alter. Hightech-Shit. Ist cool. Das Ding ist ein Monster, Alter. Wie groß kann man bei Skifahren? Super. Ja. Genau so. Versuche jetzt die Spannung umzuhalten, bis geht das. So richtig jetzt, dass die Final Call-Out, Doppelbizeps und die Scheiße. Ja, genau, eine noch, komm. Doppelbizeps, Final Call-Out, komm. Yes. Ja. Seitdem liebe ich die Klimmzüge. Ja, ist großartig. Ich habe die Klimmzüge tatsächlich zwischen Italien und Offenbach angefangen, so richtig zu lieben. Weil ich dann, ich bin die Woche zwischen Italien und Offenbach in jedes Training gegangen und habe jedes Gewicht so bewegt, wie ich es auf der Bühne präsentieren will. Und darum geht das kriegt man in der Off-Season nie so hin, weißt du? Da denkt man sich, ja, jetzt bin ich stark und jetzt kann ich schwer trainieren, aber das versuche ich mir jetzt beizubehalten. Das Ja, präzise, gute Arbeiten. Hast du eigentlich zum Helfen rangegriffen oder zum Spüren? Oder beides? Nein, er schafft es einfach besser, dort dann reinzudenken, wo ich hingehe. Und ich wollte halt wirklich, ich habe dann auch gespürt, ob er die Kontraktion haltet oder auslässt. Und ich wollte halt wirklich, dass er in diese harte Kontraktion reingeht, die ich halt auch beim Posing dann spüren würde. Bei der Doppelbizeps passiert oft der Fehler, dass die Leute viel zu sehr im Arm sind und am Rücken nichts machen. Und du musst da eigentlich den Rücken schön kontrahieren. Und das habe ich jetzt halt einfach angeschaut. Das hat er super gemacht. So sieht's aus. Ja, Bewegung ist super. Auch da passt, schiebst richtig die Brust hoch. Ja. Boom. Und nicht zu schwer machen. Ja. Und sowas von dem Muskel, Junge. Oh, Junge.
Junge. Ja, könnte man sich auch kaufen, aber Dennis und ich haben da, liebe Grüße an meinen Mausi, an meinen Trainingspartner. Ich vermisse dich schon, Bro. Wir werden auf jeden Fall bald ein paar geile Trainingseinheiten voll im Saft. Wir haben heute Morgen erst noch kurz telefoniert, haben uns jetzt gut durch die Saison gepusht. War natürlich für ihn auch geil, wenn jemand eine Diät macht und man ihn sozusagen im Training mit begleitet, man zusammen trainiert, pusht es auch die eigene Leistung noch mehr. Bis auf dann die letzten 3 Wochen, wo es so Rumgepumpe war, wo wir beide nicht so drauf abfahren. Haben wir heute Morgen auch gesagt, wird Zeit wieder richtig reinzuhauen. Und da freue ich mich auch schon drauf. So. Party in the house. Junge, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ja, ich meine, dieses Fleischgewand hier neben dir hast. Ey, ich weiß noch, 2018 waren nicht nur dünn fühlen. 2018 waren wir bei GNBF, Alter. Und da habe ich so geguckt und dachte mir, Junge, was ein Fleischklops. Und jetzt sind wir zusammen beim Olympia. Muss ich mir mal vorstellen, so, wie sich das Ganze so mit der Zeit entwickelt hat. Schon. Das ist halt unglaublich. War noch nie gedacht, und so ich keine habe Ahnung. damals schon zu Urs gesagt, boah, geile Linie, Präsentation, Stage Presence. Weißt du, als du im Bunker warst dann hab ich auch, da warst du noch Amateur tatsächlich, gell? Ja, im Bunker, da hatte ich gerade die Pro-Karte bekommen. Stimmt, du hast gerade 2022, bevor ich das Profidebüt hatte. Ich dachte, dieses Jahr würde ich nicht mehr ganz so dünn neben den jungen Herren aussehen. Ja, ich bin ich meine, du bist ja auch ordentlich leer wahrscheinlich. Du bist ja auch gut gelehrt. Also ich bin wie ist mit Gewichtslimit bei dir? Ist gar kein Problem. Easy, gell? Gar kein Problem. This is a big bear now, guys. Yeah. Big old bear. What's up, big dog? Brother, you're looking good. You're looking dangerous, bro. Congrats on that. You know I already said that. Finally, we're here together. Solide. Ding ist größer als Matzes Ding, sehe ich gerade. Ja. Du stehst übrigens im Bild, viel zu einem Athleten. Aber ich nicht. Englisch besser. Ja. Parlez français ici. Ja. Multikulti. Ja, wir machen Bizeps. Gibt's nichts groß zu sagen. Eine Übung, vielleicht noch eine, wenn ich irgendeine coole finde. Und dann sind wir fertig hier. Wird es auch Zeit zu gehen, beziehungsweise vielleicht schaut Stefan nochmal die Form an und dann ist Schicht im Schacht. Hallo. Du hast mich gerade aus dem Bild geschickt und jetzt so richtig. Ja, er will die Athleten filmen, hat er gesagt. Ich war nicht relevant genug. Naja, seit neuestem bist du ja wieder sehr relevant. Das glaube ich erst, wenn Johannes Lukas das sagt. Wolltest du damit sagen, dass David irrelevant war? Hast du meinen Kanal abonniert? Ja. Mit Glöckchen? Nee, das habe ich nicht. Markus, der mit dem Fake-Profil, der dich mal beleidigt und den Scheiß treibt. Bin ich jetzt in Urses Video? Ja, möchtest du da sein? Schneide ich eh nicht rein. Macht er eh raus. Nee, das lasse ich drin. Heute feiern müssen. Zurecht. Sag mal was Schönes. Ja, also auf Kommando jetzt was Schönes sagen. Komm. Keine Ahnung. Baby Bicep. Okay. He learned something in New York, though. Yeah. Because they grew since last year. All right. I'm out of here, Baba. Hey. Love you. You're training tomorrow as well? Yeah. Where you going? I don't know, Torture? Yeah. Yeah. Let's I'm go down- there. I'm fine with that. You also finished on What time? Tuesday, right? Yeah. You start. Yeah. What time do you go tomorrow? Like 1-ish? you Yeah, go? around 1-ish, and then Tuesday in the morning. Just text me. Let's get a plane. All right, brother. Enjoy. See you there. Yes. Da sind wir jetzt schon wieder. Die Birkenstocks werden gerockt. Mit Socken natürlich. Schützt besser als jedes Kondom. Sagt man ja so. Da drüben scheint der Vollmond und wir haben nach dem Gym kurz Kalorien getankt und jetzt kann man im Hintergrund schon
Cutler Nutrition lesen. Was machen wir denn wohl hier? Wir nehmen eine Episode vom Cutler Cast auf, zeigen euch ein bisschen hinter den Kulissen, was da so abgeht. Ist auch gleichzeitig sein Warehouse, glaube ich. Ich war schon mal hier tatsächlich vor, lass mich nicht lügen, 3 Jahren, 4 Jahren. Nagel mich nicht fest und machen eine coole Episode. Schlagen die Zeit sozusagen tot bis zum nächsten Meal. Ist immer ganz cool eigentlich. Jetzt ist so das Diät-Feeling ein bisschen raus, weil der Tag eigentlich immer so durchgetaktet ist von morgens bis abends. Und ja, haben ein bisschen Spaß. Jay ist ein brutal cooler Typ. Ich verbringe gern mit Zeit mit ihm. So ähnlich wie mit Rühl auch, also mit Magus. Beides einfach ja, absolute Champs, absolute Profis in ihrem Gebiet, wo ich mir auch immer versuche, eine Scheibe abzuschneiden und ja, Inspiration und Motivation da auch tank. Deswegen, ich würde sagen, gehen wir mal rein, gucken, ob er schon da ist. What's up, guys? I saw a shadow. Here we are again. Yeah, look at it. It's the same as when you were here last time. You see that? Matt is chilling. He's the manager. And who's working? That's why I'm broke and he has all the money. Jay Cutler. He's working all day. I just told the people, like, you inspire me a lot from like the work ethic you have. Yesterday we trained legs. 52 years old, don't forget that. He's not even thinking about retirement. And you just You'll missed be the same way, bro, when you're my age. and you just missed him packing orders and back. Yeah? He still packs the orders. Yeah. All the signed stuff. I signed a ton of posters. And It's amazing. That's what we want. I mean, could be worse. you think you'll be signing posters at 50? I hope so. Huh? I hope so. Do you sell a poster? Yeah, we sell them. Like, you have posters for sale? Yeah. Epic. You ever see that on the shirt? There's some shirt like that. This is 09 in Venice Beach. What's new? You have some new products or new stuff coming out? I'm repackaging, which I'm doing some rebranding. That does really well. That's L-carnitine. I'm sure you've used it. Sour gummy. Yeah, the sour flavors are good. Those are What's the your best. favorite flavor of any supplement that you Sour use? gummy. So, like pre-workouts, and it's my number one seller for pre-workout flavor. I mean, sour rainbow candy. Yeah. I already tried it. You gave it to me once. What about protein? Like, what's your favorite protein flavor? Because I know you use protein. I love it. I mean, we have like What's popular cinnamon in Germany? cereal. Cinnamon cereal. That It's sells like well for me too. the That's popular in Germany. Like, and you know what's nice as well? Almond coconut. oh, that sounds good. Almond coconut is always great. good, Yeah. We'll probably work on this probably for about an hour. We're not trying to drag it on. You know No. what I mean? Yeah. So we're gonna do an hour. We have some stuff we're gonna go over. Yeah, an hour is perfect. Yeah, we're not trying to make it so it's crazy, you know. I'm going to bed at 9, so it's Yeah. easy. How was training today? Was good. What did you Good. train? What body parts? We did back at the new I tech. saw that. Sorry. I said if the Mr. Olympia can travel and happen in Germany, bro. Like back in '83. I think it Munich. should, I think the best way they should do the Olympia brand is to have it travel. Would be cool. We talked about that. You can't. Obviously, it'll work in Germany. FIBO's the biggest show in the world. If that can work, why couldn't the Olympia work there? It could, yeah. But Because if you look at the landscape of the bodybuilding now, I mean, I'm just going to stay open. How many Americans are there versus top guys, international guys? It's like almost Yeah. even, if not swinging towards international guys now. True. I mean, classic. Yeah. I don't know. I don't follow the women's stuff as much, but you have a ton of people coming Yeah, from. we have good physique girls. Like top 10. And the other thing, if you did do something in Germany, within a 4-hour train ride, there's probably 100 million people. So fans from all, they would just fly in, and it's not expensive. To where coming to Vegas sometimes, flights are $1,500 and people in Germany, they love bodybuilding on a different level. They see like the local shows have 1,000 people. Bro, it's a different level. There's Pat Butter. This guy takes care of everyone. How is your dog doing? Good. I lost one this year, you know, but we got a new one now. You don't have a dog, do you? Or Nah. you can't because you travel too We're too busy, but
We thought about it. All right, let's see if these things work here. You gotta test the mics. Yeah, no, I want to make sure. You don't spend as much time in the USA. It's probably the least country you travel to, right? Yeah, and I want to be here more often, you know. So that means you're going to put them through a real off-season workout. No, it's funny. We did legs too. We did legs yesterday. We got to film all these. Can we take a picture here? We got to film all these, and then I have to edit them as I travel around the world, so we have them to launch. Yeah. How huge do I look next to him? You look like a classic guy. No, let me see. Okay. At least get the angle. I do. I look really small. Let me see. No, not too bad. That's good. I have a 4X shirt on. So. He looks so much fucking taller than me. What the fuck? Well, he is. How tall Hold are on, you? take a You're picture about of us. 5'6". Hold on, take a picture of us so I can see. You gotta stand straight. Look at him, Paul. Well, You're like a fucking midget. I'm 5'9", bro. You're not. Huh? 5'9"? Yeah. For real? Dude, you're gonna be a monster once you fill out. Yeah. He's gonna be big once he fills out. You're like his little brother. I'm like your brother. Now I'm your little brother, you know? Yeah, no, that's somebody we wanted to get on February was Marcus, because Marcus is one of the few guys that competed with him at the top. I know. And he was always like the freakiest And we guy. came on the same year, pretty much. Yeah, I know that. We came like 99. because 99 was he was first Olympia, right? Yeah. That was my first. He And just told me 3 he days did well. ago. Yeah, and then What did he place? He did better than you in the first 2 or 3, and then he was like angry about it when we filmed 3 days ago, and then he was like, I don't know what Jay did, but then he surpassed me, and I was so like, not angry, but like, how is it like? Well, he was questioning himself. Yeah, he was questioning himself. Because you surpassed him, and he was asking himself, what did he do wrong? Yeah, and he worked so hard, you know, and he said like, because he don't had a guidance, you know, he did everything with his ex-wife, and He didn't have a coach, right? Nah, not in those years. At the end, yeah, but then it was like a bit too late, and you clicked with Cito pretty good, and I think then you find the formula. You know what it was with Marcus is like he hit some year, like he had the crazy certain like from the front, but from the back he just needed to be tighter. Yeah, he was a bit soft, but he just brought it together in 02 Night of Champions. Was that his best? Yeah. And that's why Ciccarello really famous in Germany? Marcus made him famous because. But is he really famous, or do you know who Bob Ciccarello is? Of course. Yeah, sure. Oh. Sure. Yeah, it is because he got a meme, you know. What is it called? He's Why do they call Bob there? No, he got like a meme because in Germany they say es hat sich ausgebobbt, like it's over with Bob now. Like it's hard to explain, right? He was going to New York for this one show. Yeah. But he knew Bob was coming. And he said in German, wenn der Bob kommt, kannst du das Ding nicht gewinnen. Which means like, if Bob comes, you're not gonna win this. Saying to himself. But in his funny like accent, you know, Marcus has a funny accent in He German. was hilarious in his videos back then. Yeah. He had a really good personality, actually. You know what I remember? Ja, Leute, wieder zu Hause. Die Tage vergehen wie im Flug. Ich habe es vorher gesagt. Wir haben es jetzt kurz vor 9. Jetzt gibt es die vorletzte Mahlzeit. Danach gehe ich duschen. Ich bin wirklich platt. Es war aber wieder ein geiler Tag. Wir sind 5 Days out. Morgen steht nochmal ein Training an. Und übermorgen wird schon angefangen zu laden. Also, ja. Ich habe es euch schon, glaube ich, im ersten Video gesagt. Es wird wie im Flug vergehen. Und wir sind mittendrin, deswegen den Moment auf jeden Fall genießen. Es war ein geiler Podcast mit Jay. Checkt die Episode gern ab. Bin dankbar dafür auf jeden Fall. Hatten danach auch noch einen guten Talk mit den Jungs. Generell über was so abgeht. Und ich freue mich. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder im nächsten Video. Bleibt dran. Supportet den Kanal. Supportet Code Polacco bei ESN oder Young LA. Und ich sag gute Nacht und bis morgen aus Las Vegas.